Hallo zum kleinen Unity-Tutorial, in dem ich mal über verschiedene Methoden des Event-Handlings in Unity sprechen möchte. Vielleicht kennt der eine oder andere oder die eine oder andere ja auch noch die Methode nicht, wie man eben diese Events auslösen kann. Hier habe ich mal ein kleines Szenario vorbereitet. Will nur mal ganz kurz zeigen, was das macht. Der gelbe Ball ist eben der Player, wenn man sich das mal so vorstellt. Mit W kann man den eben bewegen. Ich kann das jetzt einfach mal anstarten und dann sieht man, dass eben der Ball nach vorne rollen kann über die verschiedenen Zonen und dann werden verschiedene Events ausgelöst mit diesen verschiedenen Eventmethoden. Dann kann ich ihn auch wieder zurückrollen lassen. Ja, das ist eigentlich schon alles, was der kann. Hier geht es ja auch nur darum, die Events eben mal kurz anzusprechen, die Eventmethoden, die man hier verwendet hat oder die ich hier verwendet habe. Dazu möchte ich kurz mal auf den Player Controller eingehen. Das ist nichts Tolles, einfach eine Sphere, die man angelegt hat mit einem Rigid Body und über eben Get Key Down, also über Input-Abfrage von der Tastatur wird einfach der Rigid Body mit einer Kraft versehen und die ihn dann nach vorne oder nach hinten rollen lässt. Des Weiteren wird dieses Event dann in der ersten Zone, jede dieser Zonen hat verschiedene Eventmethoden. Die erste Zone ist eben dieser Flame Trigger. Dort habe ich Delegates verwendet, um Events zu erzeugen. Dazu braucht man immer zwei Anweisungen. Einmal diese Delegate, solange man keine Action, aber darauf kommen wir später, nimmt, braucht man zwei Anweisungen. Einmal die Delegate-Anweisung und einmal die Event-Anweisung. Da es ein Trigger ist, habe ich einmal eine Raise Enter und eine Raise Exit, ein Raise Exit Event angelegt. Und dann wird eben in dem vordefinierten OnTrigger Enter und OnTrigger Exit die entsprechenden Events ausgelöst. Dazu habe ich ein paar Partikelsysteme mir angelegt und die werden einfach dann durch diese Events ausgelöst. Die habe ich alle zusammengefasst in einen sogenannten Particle System Controller. Dieser Controller hat verschiedene Objekte, die er benötigt, um zu funktionieren. Die habe ich einfach der Einfachheit halber im Editor hinterlegt. Wenn man sich das ansieht, gibt es hier ein Flame Area, also auf der rechten Seite, wo die Maus jetzt ist, Flame Area und die Water Area, sowie die Partikelsysteme, die an- und ausgeschaltet werden durch die verschiedenen Events. Aber wir gehen jetzt erstmal die erste Szenario durch, also schauen uns hier dieses Plane an. Das Plane ist nichts weiter als eben ein ganz normales Plane, das als Trigger definiert worden ist, damit man diese On-Trigger-Enter und On-Trigger-Exit-Methoden verwenden kann. Und wenn man sich den Code dazu anschaut, ist es eigentlich nichts, eben wenn wir jetzt mal kurz zum Flame Trigger zurückgehen, dann wird hier dieses Event ausgelöst und das Partikelsystem Controller. Bei diesem Eventsystem ist es notwendig, dass man eine Referenz dazu benötigt und die hole ich mir eben über diese Methode, einfach über dieses Trigger Flame, was hier ja definiert ist und im Editor hinterlegt worden ist, kann man sich das Trigger Flame Skript, also Flame Trigger heißt das, um genau zu sein, über Get Component holen und somit hat man eben Zugriff auf diese beiden Events, Raise Enter Flame Area. Wenn man sich das hier nochmal anguckt, Raise Enter Flame Area, Raise Exit Flame Area, dann muss man eben die Methoden hinterlegen, mit der man dieses Event eben behandeln möchte. Und diese Methoden habe ich einfach mal Start Flamethrower und Stop Flamethrower genannt und die machen nichts anderes, wenn sie aufgerufen werden, eben durch dieses Event den Flammenwerfer anzustarten bzw. wieder zu stoppen. Also nichts Großartiges, ist wahrscheinlich vielen bekannt. Und ja, so kann man eben es implementieren, braucht aber immer mit dieser Methode eine Referenz auf das Objekt, also in diesem Falle auf dieses Trigger Flame, um diese Events abzufangen. Trigger Flame ist eben dieses Flame Trigger Script.
Die zweite Methode, also das ist die Methode, wo der Ball in die Dusche läuft, nachdem es heiß geworden ist, kann er sich ein bisschen abkühlen bei dem zweiten Feld, indem er hier hinter der Dusche steht. Das ist etwas anders implementiert. Das wurde mit einem Interface gemacht. Das folgt dem Observer-Pattern. Deswegen habe ich das auch so genannt. Wenn man sich das hier mal anschaut, dieses Skript, welches eben an diese zweite Floor angehängt ist, kann man sich mal kurz nochmal zum besseren Verständnis. Also das ist hier das zweite Plane und hier sieht man das Skript. Also wenn man auf die rechte Seite guckt, ich kann das vielleicht auch noch ein bisschen größer machen, ist hier das Skript hinterlegt, das eben dafür zuständig ist, diese Events zu verwalten bzw. auszulösen. Wenn man sich den Code dann dazu anschaut, braucht man dazu eigentlich auch nicht viel. Hier wird einfach eine Liste, die nach einem bestimmten Interface aufgebaut ist. Dieses Interface muss man selbst definieren und kann man selbst definieren. Und dazu gehen wir jetzt mal in das Interface, welches wirklich sehr, sehr kurz ist. Da es, wie gesagt, ein Trigger ist, habe ich Activate Event und Deactivate Event es genannt und diese zwei Methoden in das Interface geschrieben. Dann braucht man zwei Methoden, die eben die Observer-Liste, die hier definiert ist als erstes, durchgeht. Wir kommen gleich darauf, wie man eben Observer in der Liste hinzufügt. Aber das ist einfach dieses Activate Event Wörter und Deactivate Event Wörter, was eben diese einzelnen Observer durchgeht. Und die Observer werden einfach angelegt, indem man zwei Methoden hinterlegt. Einmal addObserver, das nichts anderes als Parameter entgegennimmt als eben einen Interface-Typ Observer und dann diesen Observer zur Liste hinzufügt. Genauso eben bei dem Removes-Observer und somit kann man zu der hier oben definierten Liste Observer hinzufügen oder auch wieder wegnehmen. Wie sieht das nun? Also vielleicht ist noch zu sagen bei dem Observer-Pattern, man braucht eigentlich immer drei Dinge. Zum einen da, wo also das Objekt, wo dieses Observer-Pattern implementiert ist, welches jetzt in diesem Fall das Water Trigger ist. Dann braucht man das Interface und dann braucht man natürlich noch die dritte Komponente, eine konkrete Implementierung, welches jetzt hier in Particle System Controller hinterlegt ist. Diese Observer-Events werden einfach, braucht man auch wieder eine Referenz zu diesem Skript, eben Water Trigger, was hier genannt ist. Und dann kann man einen Observer hinzufügen. Bei diesem Observer-Pattern hat halt den Vorteil, dass man dieses Interface an den verschiedensten Stellen implementieren kann, ohne groß etwas noch zu ändern. Und so viel kann man das weit streuen und es ist leicht zu implementieren. Hier wird eben dann einfach ein Observer hinzugefügt. Das bedeutet nichts anderes, als eben, dass dieses Event ausgelöst hinzugefügt wird zu dieser Liste. Und dann muss man natürlich noch auf die Messages reagieren, die vom Observer ausgesendet werden, was ja in dem Fall Activate Event ist und Deactivate Event. Und insofern kann man dann mit einem relativ schnell, wenn man eben dieses Interface schon definiert hat, seine Events hinterlegen, die man eben braucht. Hier, wie gesagt, braucht man eigentlich nur bei dem Particle System Controller das Interface zu hinterlegen. Also da Unity ja es keine Mehrfachvererbung gibt, aber man kann halt mehrere Interfaces implementieren. Macht man das einfach, indem man ein Komma hier hinter Mono, in diesem Fall hinter Mono Behavior hinterlegt
und dann das Interface benennt, das da definiert werden soll. In dem Fall Observer Pattern, dann eben nichts anderes machen, als sich eine Referenz dazu zu holen, um auf diese Methode addObserver zuzugreifen, den Observer hinzufügen. Das ist ja dann in dem Fall einfach das Particle System Controller, welcher dieses Interface enthält. Und wenn man nochmal zum Observer Pattern geht, dann heißt es nichts anderes als hier habe ich zwei Methoden, die eben hier implementiert werden müssen und dann eben auch aufgerufen werden dementsprechend, wie Activate Event und Deactivate Event. Und der Aufruf erfolgt durch nichts anderes als eben durch diese Methoden, die einfach durch alle hinzugefügten Observer loopen oder mit einer For-Each-Schleife durchgehen und eben dann die entsprechende Methode Activate oder eben auch Deactivate aufrufen. Gut, das soweit so gut. Der Vorteil dabei ist eben, dass man schnell, wenn man das Interface einmal definiert hat, dass man schnell viele Objekte ansprechen kann, beziehungsweise in die Liste aufnehmen kann. Gut, dann gehen wir zu dem dritten, das ist meine Lieblingsmethode, wie man Events triggert, weil das den großen Vorteil hat, dass man da keine Referenz benötigt und das geht über einen sogenannten Publish- und Subscribe-Mechanismus, eigentlich sehr weit verbreitet in der Programmierung. Das kann ich mal zeigen an dem Smoke-Trigger. Hier sieht man ja schon eigentlich, dass nur zwei Methoden aufgerufen werden. Das ist einmal onTriggerEnter und onTriggerExit. Diese Methoden machen nichts anderes als eine statische Klasse aufzurufen. Und dazu kommen wir jetzt. Diese statische Klasse muss extra geschrieben werden. Das ist ein Skript, das habe ich jetzt mal hier Event Middleware genannt, weil es eben so fungiert wie eine Middleware-Komponente, zum Beispiel in einer Server-Umgebung. Es ist nichts anderes als eine Weiterleitung von Events. Da kommt jetzt auch das Action, weil wir hatten ja gesehen, dass bei diesen Flame Trigger, die Delegates brauchen immer zwei Deklarationen, damit das Event vollständig ist. Beim Action ist es eben so, dass das quasi schon integriert ist. Action hat noch ein paar andere Funktionen, aber darauf will ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Es ist eigentlich nur so, dass Delegate also die beiden Anweisungen werden quasi zusammengefasst. Action hat noch ein paar andere Funktionalitäten, aber da kann man sich nochmal schlau machen, wenn man dann tiefer reingehen möchte. Ich möchte jetzt einfach nur über die Events sprechen. Und das sind statische Events, das ist auch sind auch statische Methoden, die hier hinterlegt sind. Und fungiert nichts anderes als eine Weiterleitung, wie eben eine Middleware das macht, eine Weiterleitung von Informationen. In dem Fall eben Events. Und diese statische Methode, diese Schreibweise kennt vielleicht der eine oder andere nicht. Man muss halt bei Events immer gucken, dass es nicht 0 ist und gibt es eine verkürzte Version dafür. Wenn man mit Visual Studio arbeitet, dann wird das einem eigentlich schon automatisch angezeigt. Und insofern braucht man nur eben diese zwei Events definieren und dann zwei Methoden, die diese Events aufrufen. Dann muss man natürlich noch denjenigen, der eben diese Methode aufruft, dieses Skript, muss man definieren und das ist in dem Fall der Smoke-Trigger. Dabei wird im onTriggerEnter, in dem Unity onTriggerEnter einfach die statische, da man ja hier jetzt kein Objekt mehr braucht, da sie statisch ist, wird einfach diese Klasse aufgerufen, dann die Methode, die hier in der Klasse hinterlegt ist, was Activate Smoke ist. Und wenn es wieder rausgeht, die Kugel, dann macht man eben das Gegenteil und onTriggerExit
ruft man eben Deactivate Smoke auf. Dann muss es natürlich noch denjenigen geben, und das ist in diesem Fall wieder der Particle System Controller, der eben auf die Events hört. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man hier überhaupt keine Referenz benötigt. Hier sieht man ja auch hier oben, es gibt nur diese Flame Area und die Water Area. Man kann das natürlich auch alles ein bisschen anders implementieren, aber das ist eben dann schön zu sehen, diese verschiedenen Methoden der Event-Implementierung, dass man hier keine Referenz benötigt und hier nichts anderes macht, als eben auch wieder diese statische Klasse aufzurufen, das Event, und dann eben auch, wie bei diesen Delegates, nichts anderes macht, als die Methodenname zu hinterlegen mit dem Plus-Gleichheitszeichen und dann die Methoden eben irgendwo definiert. In dem Fall habe ich sie jetzt hier definiert, wo man einfach dann das machen möchte, was man eben mit dem Event machen möchte. In dem Fall ist es einfach nur Play. Beim Smoke habe ich einfach auch noch Set Active True gemacht, damit es nicht von Anfang an läuft. Und eben beim Stop das entsprechende nur eben mit Stop. Und dann sollte man nicht vergessen, bei diesen ganzen Events diese auch wieder zu unsubscriben. Das gilt für alle drei Methoden. Also zum einen für die Delegate-Methode, da sollte man auch mit Minus gleich das wieder entfernen, unsubscriben. Genauso mit der zweiten, mit der Observer-Methode muss man das auch wieder unsubscriben. Und auch das gilt hier bei diesem Event-Mittelfeld. Ja, das war es eigentlich schon. Das waren 3 Methoden, wie man in Unity Events definieren kann. Wie gesagt, meine Favoritmethode, da man eben keine Referenz benötigt, ist die Event Middleware Methode. Aber das kommt auch immer auf Situationen an, wie das Spiel oder das Programm eben gestaltet ist, was man am besten verwenden möchte. Gut, ich hoffe, hat es euch ein bisschen gefallen, dieses Tutorial, dieses kleine Tutorial. Und wer Lust hat, kann beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, ciao.